severe hematoma. We need to repair that artery. My God, how thick was the glass? Haven't you lost enough people today? I'm sorry. There's seconds away. His body can take it. Miraculous. Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Adam Jensen und ich hatte einen richtig beschissenen Arbeitstag, aber zum Glück hat mein Arbeitgeber mich wieder zusammengeflickt und mir allerlei kybernetischen Schnickschnack gleich mit eingebaut. Der wird sich später bestimmt noch als irre nützlich erweisen. Adam, it's David. You in the building? Just entered the lobby. Sorry to pull you out of sick leave so soon, but we've got a situation. A break-in at our Milwaukee Junction factory. Meet me at the helipad. I have to see Pritchard first. Something's wrong with my retinal enhancement. Frank's on the second floor in the tech lab. Make it quick. People's lives are at stake. Und wo wir gerade von unnützem Schnickschnack geredet haben, die Sonnenbrille. Oh yeah. Habt ihr gesehen, die Kameras hier sind von Big Bro hergestellt. Sehr cool. Kleine Anspielung auf Big Brother, den Roman. Nicht die Reality-Show oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, mit unserem Retina-Implantat scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. This can't be just a coincidence. We hardly know anything yet. What if it's a complete misunderstanding? Misunderstanding. Yeah, I could see the hostage takers now. Don't take this the wrong way, but everybody up against the wall. I'm just saying, the only reason people are at the plant tonight is because we've been forced to work so much overtime ever since the first attacks. Good point. No one was supposed to be there, so maybe it's just a break-in gone bad. Aha, eine Geistelsituation haben wir also. David Sarif hatte uns ja, unser Chef, hatte uns ja gerade gesagt, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen. Sarif Industries, may I help you? Nothing has been confirmed at this time. Cindy Martinez. My God, Mr. Jensen, I didn't think you'd... wow. I guess you're here about the break-in. Did you need directions or something? It hasn't been that long, Cindy. I may not look the same, but my memory's pretty intact. Oh, I didn't mean... I mean, of course, your memory's fine, sir. It's just that
Well, things have been switched around a lot ever since the... Well, Ever since the first attack? Yes, sir. The lab floors were pretty much demolished. We're rebuilding them, but most of our researchers are working off-site now. Everyone else has been shuffled around, so if you need help finding someone... Na, schauen wir doch mal. I don't suppose we moved the helipad, did we? I don't see how we could have moved it. Oh, you're teasing me. Very funny, Mr. Jensen. Go up the stairs to the second floor, then around the cafeteria to the exit. I think I saw Farida heading there earlier. Aha. You said everyone's been moved around? Almost everyone. Who were you looking for? Has my office been moved? No, sir. You still have that great view of the lobby. Mr. Pritchard wanted it, but Mrs. Margulis put a stop to that. Up 2 floors and make a right. Aha, cool. Wir haben ja ein sehr hübsches Büro, aber klar, als Sicherheitschef, von da oben sehen wir wenigstens alles, was hier vor sich geht. Das ist schon mal gut. I need to get to Sarif's office. Oh, he and Mrs. Margulis are still in the penthouse. You can use the elevator at the left wing of the building to get there. Thanks. That's what I'm here for. Anything else, sir? Where's the tech lab? It's not really a lab, sir. It's more of an office with a lot of computer equipment shoved in it. Mr. Pritchard complains about it all the time. Go up the stairs behind me and take a right. You'll find it near the end of the hall. Na gut. Das, I'll find my way. If you say so. It's good to have you back, sir. Okay, wir sind also nicht allzu unbeliebt scheinbar. Das ist gut. Und ja, hier unten die Lobby, die ist sehr unübersichtlich mit diesen ganzen Werbeblöcken hier. So, und wir sollen hier zum Tech Lab. Oh, da unten habe ich noch eine Ecke übersehen. Jensen, isn't it a bit early to toss him back into the trenches? I hear he's almost fully recovered. His body accepted augmentations with remarkable ease, but that doesn't mean his mind did. We all know what happened when he was with the SWAT. The Mexican town massacre wasn't his fault. Then why was he kicked off the force? I'm just saying he's too much of a risk. Oha, wir wurden bei der SWAT rausgeworfen. Interessant. Jensen, didn't hear you coming. You should probably be heading for the helipad, don't you think? Na, wir müssen ihn ja jetzt nicht unbedingt ärgern. I'll get there. But I thought I'd better clear up a few things first, about my current mental state. Heard that, did you? Look, I'm sorry. It's just that what happened to you was horrible. Most people don't recover this fast. And you think sitting at home and obsessing over it is the better way to go? Of course not. It's just... things have been pretty rough around here, Jensen. The last thing any of us needs is more funerals. Agreed. Oh, and by the way, that Mexican town massacre was a complete bohica. But I wasn't fired because of it. I quit. There's a difference? Yeah, a little thing called integrity. You might want to look it up someday. Welcome back, Mr. Jensen. The new look suits you. Okay, und wenn wir hier mit den Leuten reden können. Ah, die Toilette. Ja, ich spiele nur ein bisschen rum. Ein bisschen umgucken. Aha, hier haben wir also einen Lüftungsschacht. Da würde ich ja gerne mal reinkrabbeln, aber ich vermute mal, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Oh Mann. Die Toilette ist ein bisschen gruselig. Erinnert mich irgendwie an Hell von Space Odyssey. Die Damentoilette. Ja, da müssen wir vielleicht nicht unbedingt rein. Aber wenn wir hier mit allen Mitarbeitern reden können, die hier drüben, die hatten sich ja unterhalten über diese Geiselnahme. Vielleicht fragen wir die einfach nochmal.
Jensen? God, man. Didn't expect to see you back so soon. Are you here because of the break-in? Ja, Mr. möglicherweise. Jensen, you're looking well. Did you come in to find out about the break-in? I'm sure Athena and Mr. Sarif know what's going on. Und hier gab es scheinbar einen Einbruch, oder reden die immer noch über den Einbruch in Milwaukee? Boss? You're back. Frank tells me he's still waiting for you, Adam. You don't have time to mess around. Get to the tech lab, or something seriously bad is gonna happen. Yes, sir. Na gut, dann eben zum Tech Lab. Hier wird einem aber auch gar kein Spaß gegönnt. Wo? Okay. Da gehen wir noch vorbeischauen. Jerry Mayher. Okay, falsch. Why is David keeping the SWAT team from going in right away? Doesn't he remember the last attack? You can't compare the two. Those guys were obviously military. These ones are just vandals. Vandals with guns and bullets that kill people. Look, David cares about his people, but he needs to protect his clients' interests. Don't worry, I'm sure he's got a plan. Hoffentlich. Jensen, I knew the boss had an ace up his sleeve. Good to have you back. So sieht's nämlich aus. Wir sind das Ass im Ärmel. Und wir finden hier nicht mal das dämliche Büro von Pritchard. Hier, da. Ha, gefunden. Wer sagt's denn? Oh Gott. Geiles Motorrad. Doch. Das macht was her. Was braucht er denn hier? Ein Monitor? Skulptur, irgendwas? Cool. Ja, vielleicht reden wir erst mal mit ihm. Ja, und sind hier nicht so unhöflich. About time. What happened? You get stuck in an air duct on the way over? Yeah, nice to see you too, Francis. Something's wrong with my retinal display. Can you fix it? If it's what I think it is, probably. Of course, it might seem. Looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your Sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data too, if you're in pain. Right. We done here? Because Sarif is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. Alter, er ist so ein Arsch, das ist unglaublich. Ja, und da konfrontieren wir ihn auch direkt, würde ich vorschlagen. If you got a problem with me, Pritchard, why don't you just say it and get it over with? Why no, Jensen? I don't have a problem with you. If anything, I blame myself. The mighty Pritchard blaming himself. That's gotta be a first. I'm the one who told Sarif we needed a physical security team to protect us. If he'd read my report closely enough. Wait a second. Are you saying it was your idea to hire me? Not you, Jensen. I wanted Dynacore, Sharp Edge, or Bell Tower. All the top private security contractors were on my list, but Sarif wanted somebody in-house. And so did Dr. Reed. Nö, wir konfrontieren ihn einfach weiter. I suggest you leave Megan out of this. Why, Jensen? It's no secret how close the two of you were. And let's face it, you'd just been fired from SWAT for that massacre in Mexican Town. No one was about to hire you. You really have to stop getting your news from those Picus blogs, Francis. They only confuse you. The point is, if Sarif had listened to me, we wouldn't be having this conversation. But Megan, God love her, always did have Sarif's ear. Sarif's ear is going to be hearing a report about violence in the workplace if you keep this up. You really feel like continuing? Point taken. Oh, und Megan scheint tot zu sein. Wir haben 290 Erfahrungspunkte bekommen. As enjoyable as this little chit-chat has been, isn't Sarif waiting for you at the helipad? Ja, und es flackert hier wirklich nicht mehr. Nachdem wir alles neu gestartet haben. Oh,
Das gibt auch. Experience Points, okay, interessant. Grundlagen der neuronalen Plastizität. Aus einem Vortrag von Hugh Darrows am Institute of Medicine Bern 2013. Der Terminus neuronale Plastizität steht für die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst auf der Grundlage gemachter Erfahrungen zu restrukturieren. Noch vor 2 Jahrzehnten gingen die kognitiven Neurowissenschaftler, wie Sie, davon aus, dass die tieferen Schichten des Gehirns sowie der Neokortex nach ihrer Entstehung nicht mehr veränderbar seien, während andere Strukturen wie der Erinnerung bei der Gedächtnisbildung beeinflusst werden könnten. In einer Reihe klug angelegter Experimente bewies Michael Merzenich, dass somatosensorische und auditive Empfindungen, also solche des Tast- und Hörsinns, tatsächlich durch Übungen modifiziert werden können. Dieser Prozess der langfristigen Potenzierung wurde Mitte der 90er Jahre in einer Forschungsreihe an der Southern Illinois University weiter erforscht. Die vorgenommenen Experimente zeigten eindeutig, wie die Gedächtnisleistung durch Manipulation der neuronalen Plastizität optimiert werden konnte. In der Tat sind wir heutzutage dank der präzisen Zeitmessung der modernen Computertechnologie in der Lage, die Lernfähigkeit des Gehirns in den Bereichen des Motorkortex, des auditiven Kortex, des somatosensorischen Kortex sowie des Hippocampus zu optimieren. Die Manipulation der neuronalen Plastizität beweist eindeutig, dass unsere Spezies mit einem Gehirn gesegnet ist, das über unvergleichliche Fähigkeiten zur Einbindung neuroprothetischer Augmentierung verfügt. Und das stimmt tatsächlich. Ihr könnt einfach mal googeln, neuronale Plastizität, da werdet ihr relativ Ähnliches finden. Ein Cyberboost Pro Energy Riegel, nehmen wir einfach mal mit. Kaffee können wir nicht mitnehmen, okay. Ich muss gleich mal gucken, wo sich hier das Inventar und sowas versteckt. Ich denke, mit diesen Riegeln können wir die Batterien, wir sehen die links oben, auffüllen. Und damit können wir dann unsere Skills, ich weiß gar nicht, was wir da haben, abfeuern. Wir schauen einfach mal ins Inventar. Ein Cyberboost Pro Energy Riegel. Da haben wir ihn nochmal. Untersuchen, okay. Verwendung. Lädt eine Energiezelle vollständig auf. Aktivierung, Auswahl in Inventar. Beschreibung. Cyberboost Pro Energy ist eine künstliche Nahrungsenergiequelle voller Proteine und Kohlenhydrate. Njam, 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 njam. So lecker. So, das ist also unsere einzige Ausrüstung hier. Das ist voll deprimierend. Mission. Achso, das sind unsere Missionsgegenstände wahrscheinlich. Also wir sind hier immer noch im Inventar. Was gibt's hier? Oh, die Augmentierungen. Wir brauchen noch ein paar... Wir haben 2500 Credits. Okay, wir brauchen noch ein paar Praxispunkte. Das sind quasi Skillpunkte, die wir hier investieren können dann. Und wir haben 490 Erfahrungspunkte schon. 5000 brauchen wir für die nächste Stufe insgesamt. Also noch 4510. Das ergibt irgendwie Sinn. Was haben wir denn hier? Das Radarsystem. Verwendung, Ortung von Kombattanten, Überwachungskameras, Geschützen und Robotern per On-Screen-Radar. Und hier können wir dann die Reichweite verdoppeln. Aktivierung automatisch. Außerdem haben wir hier einen Infolink. Drahtlose Kommunikation. Abhörsicherer Empfang von Kommunikationssignalen, das ist sehr cool, kein Energieverbrauch auch. Und das subvokale Kommunikationsimplantat, abhörsichere Kommunikation. Also eingebautes Telefon haben wir auch, sehr, sehr gut. Was ist das hier? Hacken, übernehmen, aha. Hiermit können wir also Deaktivierung von Sicherheitshubs gekoppelten Kameras und Hacken von Terminals höherer Stufen. Also Stufe 1 Terminals können wir schon hacken. Alles andere müssen wir dann freischalten. Und wir können auch Kameras deaktivieren. Und wenn wir Deaktivierung oder Kontrolle aller an Sicherheitshubs gekoppelten Geschütze erlernen wollen, müssen wir da noch ein bisschen investieren. Coole Sache. Hacken verstärken, okay, damit können wir Knoten verstärken, um Tracing-Versuche zu beeinträchtigen. Hier haben wir das Sentinel RX Gesundheitssystem. Regeneriert Gesundheit. Und regeneriert Gesundheit. Okay.
Zum Sentinel-Implantatpaket gehört auch eine Angiogenese-Proteintherapie-System, das modernste biomedizinische Behandlungsmethoden direkt auf die Stellen des Körpers anwendet, an denen sie benötigt werden. Sehr schön. Und was ist das hier dann? Das Gesundheitssystem Sentinel RX ist standardmäßig mit einem implantierten Kardioverter-Defibrillator ausgestattet, der bis zu 80 Herzstillstände beheben kann, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Cool. Ja. Und hier wird scheinbar auch immer gezeigt, wo sich das Implantat befindet. Das finde ich ja auch einigermaßen cool. Arme. Da können wir also dann später noch durch Mauern brechen. Aha. Den Rückstoß verringern und schwere Objekte hochheben und werfen. Und mehr Inventarplatz freischalten. Augen. Hauptfunktion ist die Anzeige des HUDs. Weitere mögliche Upgrades, ein Cooldown-Timer und ein Blitzunterdrücker. Ja, hört sich ja erstmal nicht so geil an. Wir schauen mal, was wir noch haben. Ah, hier haben wir eine Minimap. Oh, ein bisschen umständlich zu navigieren. Aber na gut. Da können wir hier durch die Stockwerke durchschalten. Wir bekommen sogar so kleine Info-Häppchen dazu angezeigt. Und hier haben wir E-Mails. Oha, und das sind so einige, wie es aussieht. Genau, die hatten wir ja gelesen, bevor wir gestorben sind. Keine Ahnung, wie die hier reinkommt. Die hatten wir auch schon gelesen. Die auch. Und auch diese hatten wir gelesen. Keine Ahnung, warum die als neu markiert waren. Ort wechseln. Okay. Ah, da könnten wir jetzt schnell reisen wahrscheinlich. E-Books. Haben wir gelesen. Das haben wir auch gelesen. Okay, also wir müssen die gar nicht gleich lesen, wenn wir nicht wollen. Wir können die auch später noch in aller Ruhe lesen. Ah, und hier haben wir unsere Mission. Sehr, sehr cool. Wieder im Sattel, inaktiv. Achso, da können wir die auf inaktiv stellen, okay. So, im Tech-Labor mit Pritchard reden. Sarif Industries steht vor einer neuerlichen Krise, aber mit meinem Netzhaut-Display stimmt etwas nicht. Ich muss es von Pritchard im Tech-Labor neu kalibrieren lassen. Erster Stock, drittes Büro, rechts von der Rolltreppe. Und jetzt sollen wir zum Helipad gehen. Nachdem mein Netzhaut-Display jetzt funktioniert, wird es Zeit, mit meiner Mission zu beginnen. Sarif erwartet mich in seinem privaten Helikopter, um mich zu briefen. Das Helipad ist hinter der Cafeteria. Ich sollte mit Farida Malik, der Pilotin, reden, bevor ich an Bord gehe. Aha. So, da haben wir so eine schöne Kamera. Die Tür machen wir wieder zu. Wir sind ja ordentlich. Und genau, hier ist ihr Büro. War mir doch so. Und wir haben natürlich keinen Code. Also können wir das Ganze nur abbrechen hier. Da es auch Stufe 4 ist, das können wir nicht hacken. Wir können erst Stufe 1 Terminals hacken. So, ich vermute, wir werden hier noch später wieder hinkommen. Also müssen wir uns jetzt nicht... Ich hoffe, das stimmt jetzt nicht, weil wir rumgebummelt haben. Security Manager, Access Center. Oh, okay. Also, wir hätten hier unten bleiben müssen. Und hier ist das... Ah, klar. Hier ist die Tür zum Helipad. Well, look at this. Finally decided to get off your ass, Adam. Glad to see it. For a while there, I thought you'd never walk again. Ach doch, doch. Alles gut. Das ist also die leckere Cafeteria. Mhm. I doubt I need to remind you folks that this is the second time the biotechnology firm has been attacked. The first time, 6 months ago, on the eve of controversial hearings set to scrutinize the company's research. With those hearings permanently on hold, many are now wondering if something else may be going on. Is David Sarif hiding something?
for tonight. This is Eliza Kassan reporting to you live from Picus. Aha, und sie hat also gerade über den aktuellen Überfall berichtet und auch den letzten Überfall dabei erwähnt. Pizza. All the contracts we lost because of the last attack and the Washington hearings being postponed. Now this. Damn fanatics. Do you think the news is right? That a pro-human group is behind this, Mr. Cannon? Don't spread rumors, Dobell. Sorry, sir. As if working so much wasn't bad enough. We gotta defend ourselves against a bunch of self-righteous lunatics. Being so understaffed. You're not complaining now, are you, Dobell? No, Mr. Cannon. Sorry. Oh Gott, ein angenehmer Chef, glaube ich. So, wir sollen hier lang, sagt zumindest mein Radar. Und das wird sich ja jetzt nicht irren, oder? Ja, da ist unsere Pilotin, wie es aussieht. Sollen wir uns hier vorher noch mal unten umsehen? Ich vermute ja nicht, dass es hier viel zu entdecken gibt. Aber eine kleine Runde ums Helipad drehen wir vielleicht trotzdem mal. Hier kommen wir nicht raus, okay. Ja, hervorragendes Wetter heute. Oh, der Himmel sieht leider ein bisschen hässlich aus, die Textur. Schade. Aber das Spiel ist ja auch nicht mehr ganz das Neueste. Hallöchen. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. Don't I know it? I was in my wingsuit halfway to the top of the Renaissance Center when I got the 911. But you? 6 months is a hell of a short time to come back from the dead. You sure you're ready for this? Natürlich. Only one way to find out. Roger that. The boss is already on board, arguing with the DPD's tactical response team. They've got the plant surrounded, but Mr. Sarif wants you to go in first. You all set here? Because the sooner we take off, the better it will be for everyone. Ja doch, ich denke, wir sind soweit. I'm ready. Great. Then let's get airborne. Warum hat er jetzt gezögert? War doch klar, dass er da drin sitzt, oder? Im Augmentierung-Menü können Sie Erfahrungspunkte in zusätzliche Upgrades oder neue Augmentierungen investieren. 8 people, Adam. 8 good men and women whose only crime was to come to work today. And those so-called pro-human purists slaughtered them. All of them? You're sure? If we're lucky, the plant manager might still be alive, Josie Thorpe. They needed her to get into the administration wing. But SWAT isn't holding out much hope for her survival. We'll see about that. So what am I looking at here? Who are these guys? I told you. Pro-human purists. The same purists who've been firebombing limb clinics all over the country. They broke in a few hours ago, right after we moved the Typhoon in for assembly line factory. The Typhoon? Megan's team was testing it the day that bastard... Who's on point for these guys? Adam, I know you and Megan were once... Who is on point for these guys? Goes by the name of Sanders. That's him there. But he isn't augmented, Adam. So he can't be one of the mercs who attacked us. Didn't have a problem killing innocent people, though. Yeah, and he did know exactly how to get inside the plant. So how do you want me to handle him? I don't. Not right away. Your first priority is to recover the Typhoon. I can't let SWAT inside until you've got it. But as far as rules of engagement go, I'll defer to you. Lethal or non-lethal? Nein, nicht tödlich natürlich. Denke ich mal. Warum sollen wir noch mehr Leute töten? Wir versuchen es einfach mal nicht tödlich.
I'm not looking to start a firefight in there, just neutralize them. Okay. But just make sure those bastards don't wake up and warn their friends. You remember what it's like in there? A lot of tight and closed hallways, but the labs themselves are pretty open. High ceilings. So you want something you can use from a distance or up close? Eine Elektroschockpistole oder ein Betäubungsgewehr. Ich denke, ich nehme das Betäubungsgewehr. Give me something with distance. If I get too close, I'll take them out personally. Just try not to break anything expensive. The Typhoon should be in the factoring labs, but Frank will tell you more as you go in. I've got him running comms. Terrific. Anything else? Keep your eyes open for Josie. Now free her if you can, but the Typhoon is your #1 priority. We developed it for the alphabet agencies, and if we don't deliver it to them intact and still a secret, well, I'm sure you'll get the job done right. Gentlemen, prepare for landing. Und schon sind wir gelandet und werden unseren Körper mal testen. Wir sie wieder abheben, sollten wir weggehen. Vielleicht ein wenig. Ein hübsches Fluggefährt. Ja. Und beim nächsten Mal, ich schätze, dass da vorne sind SWAT-Leute, die hier rumstehen. Wir sehen es auch schon hier. Da ist unser Gewehr. Mit Zoom. Sehr cool. Ja, der Zoom ist sogar ganz ordentlich. Ausreichend auf jeden Fall. Und das auch wieder wegstecken. Ja, können wir. Sehr schön. Also beim nächsten Mal werden wir mal sehen, was hier Sache ist, wie wir dort am besten hineingelangen und mit den SWAT-Leuten reden. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut. Ciao.